Also den wichtigsten Ratschlag in meinem Leben, den ich mir immer vor Augen halte, ist ein Spruch, den mir mein Papa gesagt hat. Und zwar, ich soll mich nicht aufregen über Dinge oder Situationen, die ich nicht ändern kann. Und das ist sehr hilfreich, egal ob jetzt aufs Studium bezogen oder generell im Leben. Mein Name ist Leonie Hartl, bin 23 Jahre alt, gebürtig in Oberösterreich und ich studiere derzeit Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Campus Wien im 5. Semester. Das Coolste an meinem Studium ist eigentlich die Verantwortung, die einem übertragen wird und auch, dass man mit dieser Verantwortung selber als Person auch wachsen kann. Also man bekommt eindeutig mehr Selbstvertrauen und muss man auch an den Tag bringen, weil man doch mit verschiedensten Menschen zu tun hat, egal ob das jetzt im Team ist oder mit Patienten selber. Die größte Herausforderung aufs Studium bezogen ist, glaube ich, die Zeiteinteilung während den Praktika, weil man doch Vorlesungen und andere Studienaufgaben auch noch zu tun hat. Im persönlichen Bereich ist es bei mir jetzt der Perfektionismus, weil man doch in der Praxisphase relativ viel Learning by Doing hat und man da auch mal über seinen Schatten springen muss und mutig sein muss, je nachdem, wie man sich dem gewachsen fühlt. Im Studium geht es viel um Wertschätzung, auch um Umgang mit Menschen, aber gleichzeitig auch um eine definitive Abgrenzung von der Medizin. Nicht ausschließlich, weil man doch viel Fachwissen braucht, aber man versucht schon, dass man die Pflege als eigenen Punkt und eigene Berufsgruppe sieht. Grundsätzlich besteht das Studium aus 6 Semestern. Wobei jedes Semester unterteilt ist in Theoriephase und dann noch Praktikum, wo man dann auf verschiedensten Stationen in verschiedensten Krankenhäusern in Wien eingesetzt wird. Man kann natürlich da ganz viel Erfahrungen sammeln und sich Wissen aneignen, egal welcher Natur. Es gibt in der Praxisphase bestimmte Bereiche, die man in den Praktika abdecken muss, wo man beispielsweise irgendwo in einem Kinderbereich eingesetzt wird oder auch auf ganz normalen konservativen Stationen, wie beispielsweise ich war auf der Kardiologie. Eine chirurgische Station ist dabei, das ist auch ganz breit gefächert, kann eine Orthopädie sein, genauso wie eine Allgemeinchirurgie. Und die pflegerischen Tätigkeiten sind ja ganz normale Grundkörperpflege, aber auch eine Zusammenarbeit mit Ärzten und auch Pflegeplanungen, Pflegediagnosen erstellen. Und das wird natürlich pro Praktika, den man macht, wird es dann natürlich immer mehr Verantwortung auch, was man übernehmen darf. Und das ist schon sehr cool. Grundsätzlich ist bei vielen, die dieses Studium beginnen, der Gedanke, man möchte helfen im Vordergrund. Es geht aber nicht nur darum, meiner Meinung nach, sondern auch um viel Belastbarkeit, Durchhaltevermögen, auch viel Wissbegierde, weil es doch relativ viel zu lernen ist. Aber sich das meiner Meinung nach natürlich auch auszahlt. Man sollte vielleicht ein gewisses Empathievermögen haben, wenn man mit Menschen arbeiten möchte. Grundsätzlich ein Grundinteresse, aber es ist eigentlich offen für alle, die sich irgendwie interessieren, mit Menschen zu arbeiten und aktiv auch mit Menschen irgendwie gewisse Lebenskrisen zu durchstehen. Also der Werdegang, wie ich zu dem Studium gekommen bin, ist eigentlich relativ unspektakulär. Ich bin in Oberösterreich aufgewachsen, bin auch dort in die Volksschule, dann ins Gymnasium, habe dann eine HLW gemacht. Das ist so eine Art Tourismusschule mit einem Sprachenschwerpunkt. War mir dann nicht ganz so sicher, was ich machen soll, habe dann ein anderes Studium begonnen, eben im Sprachenzweig, was mir dann doch nicht so gefallen hat und schlussendlich habe ich mich dann für Gesundheits- und Krankenpflege entschieden und es gefällt mir sehr gut. Zuallererst einmal meinen Bachelorabschluss feiern, dann würde ich gerne auf Reisen gehen und dann würde ich mich gerne spezialisieren. In meinem Fall ist der OP-Bereich derzeit relativ interessant.